Moin an alle Hertha-Fans und natürlich auch an alle anderen Zuschauer. Willkommen zur nächsten Folge der Hertha-Karriere. Bevor wir hier beginnen, eure Meinung bitte mal unten in die Kommentare rein. Was haltet ihr dafür, dass die 50+1-Regel jetzt doch gekippt wurde? Dass also sich Investoren in die Bundesliga einkaufen dürfen. Heißt auch unter anderem, dass die Namensrechte neu vergeben werden. Heißt, es wird jetzt bald nicht mehr nur Bundesliga heißen, sondern vielleicht irgendwann, keine Ahnung, Allgäuer Latschenkiefer Bundesliga oder BWin Bundesliga. Keine Ahnung, was es da für verrückte Ideen gibt. Oder eBay Bundesliga oder die Amazon Prime Bundesliga, keine Ahnung. Man möchte hinter der Premier League auf dem zweiten Platz bleiben. Man möchte die Bundesliga ein bisschen besser vermarkten. Finde ich nicht okay. Also ich fand es auch sehr, sehr schade, dass die Eintracht dafür gestimmt hat. Unter anderem 24 Ja-Stimmen. Es musste eine Zweidrittelmehrheit her. Die ist durch diese 24 Stimmen genau erreicht worden. Ich finde es ein bisschen schade, aber wir können gerne ein bisschen kontrovers und sachlich unten in den Kommentaren mal hin und her schreiben. Vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen da unter euch, der das Ganze befürwortet, der das gut findet, dass die Investoren jetzt mit rein dürfen in die Bundesliga. Schreibt einfach mal unten rein, aber das soll nicht nur heute unser Thema sein. Denn wir sind natürlich bei der Hertha und wir werden heute 3 Spiele simulieren. Wir machen einmal das Heimspiel gegen Elversberg, dann haben wir Wiesbaden und dann haben wir noch den Karlsruher SC. Dann sind wir schon Anfang September angelandet, denn die nächsten 3 Spiele werden dann wieder Live-Spiele sein, weil, wie gesagt, besondere Gegner, also Hamburg, Schalke, Bremen, das sind halt einfach geile Spiele, die muss ich live zeigen. Dann haben wir aber wieder einen Haufen Simulationen vor uns, hier einen Viererpack, das könnte man machen, Braunschweig, Paderborn, St. Pauli und Osnabrück. Und dann sind wir auch fast schon am Ende der Hinrunde angekommen, dann haben wir noch Nürnberg, Rostock, Magdeburg und Fürth und Lautern. Und dann geht es mit Elversberg schon wieder in der Rückrunde weiter. Heißt also, wir gehen jetzt rein gegen Elversberg, die spielen auf Konter. Ich bin sehr, sehr gespannt. Die spielen in einem 4-2-3-1 oder 4-4-1-1. Ich kann das nicht so ganz deuten, steht auch leider nicht mit dabei. Dann gehen wir mal in den Anschluss rein. Unsere Mannschaft ist eigentlich noch relativ fit. Forza, Nusa, King, die sind so ein bisschen angeschlagen. Naja, ich bin gespannt und ich hoffe, dass das ein bisschen besser läuft als bei der letzten Simulation. Da haben wir gegen Holstein Kiel verloren, gegen Aue haben wir dann gewonnen. Aber Elversberg zum Beispiel, das ist so ein Gegner, bei allem Respekt, den müssen wir einfach zu Hause schlagen. So, hopp, auf geht's. Oh, jetzt vielleicht da mal die erste Chance durch Nusa. Also wir tun uns relativ schwer. Ich habe so das Gefühl, dass in diesen Simulationen, dass da auch nicht so viele Tore fallen. Außer es ist halt echt ein Gegner, der wirklich total Müll ist. Dann fallen vielleicht auch mal mehr als 2 oder 3 Tore. Aber bislang, wir tun uns echt sehr, sehr schwer. Aber jetzt aufgepasst. Jetzt kommt Reze, Tabakovic. Ja, und der Schuss. Haha, man muss nur meckern. Uedraogo macht da weiter, wo er gegen Düsseldorf aufgehört hat. Mit der Führung. Sehr, sehr schön. 10 Minuten vor der Pause. Das nehme ich auf jeden Fall mal mit. Aber natürlich kassieren wir noch den Ausgleich. Gerade habe ich uns so hoch gelobt, in Elversberg so in Grund und Boden gesprochen. Die haben mehr Ballbesitz, einen Schuss, die haben eine Chance gehabt, damit machen die ein Tor. Muss irgendwie besser werden, ne? Würde ich sagen. Das können wir auch besser und ich hoffe, dass wir jetzt mal mindestens noch mal ein Tor oben drauflegen. Ja, da ist es doch schon und es ist Forza. Aus dem Mittelfeld nach vorne gesprintet, in den Strafraum rein. Keine Chance, einfach für Boss. Da steht Boss im Tor, das seht ihr jetzt gar nicht, die 28. Im Tor von Elversberg heißt einfach Boss. Ja, bislang bosshaft gehalten hat er nicht, aber gut für uns. Bah, das ist ja traumhaft, wie hier gespielt wird und schon wieder das Forza. Also der scheint sich aus dem Mittelfeld immer nach vorne zu schieben oder durchzukombinieren, keine Ahnung. Das ging auch für mich gerade ein bisschen zu schnell, das ist ja Wahnsinn. Und wir schießen doch mehr als 2 Tore, auch in der Simulation. Ein drittes Ding. Das ist vielleicht schon so etwas wie die Vorentscheidung, aber je nachdem, was Elversberg jetzt hier macht. Nicht, dass die doch nochmal auf 3-2 hier rankommen, ich befürchte das. Weil wir bislang auch nicht so die stabilste Verteidigung haben. Und wieder Stock. Also dir ziehe ich den gleich hinten raus. Diesen berühmten Stock. Das gibt's ja wohl gar nicht, ey. Was erlaubt er sich? Aber gut, unsere Verteidigung ist halt auch bislang noch nicht so. Unser Keeper, da hätte ich halt gerne auch noch einen anderen. Da warte ich immer noch drauf, dass Buchalakis nochmal ein Angebot kriegt. Aber anscheinend... Oh, jetzt pass auf, jetzt passiert der Ausgleich. Ich kotz ins Essen, ey. Mein Gott. Martinovic, 3-3. Was ist denn los bei denen? Aus dem 3-1, ey. Oh Mann, ey. Da kannst du verrückt werden. Da höre ich jetzt schon wieder Paul Dardai, wie er mit seinen Jungs schimpft, aber... Warte mal kurz. Nee, 4-3. Das gibt's nicht, ey. 3-3 gegen Elversberg. Was ist das denn für ein wilder Saisonstart? Gegen Kiel zu Hause nicht gewonnen. Gegen Elversberg gewinnst du jetzt wahrscheinlich auch nicht. Ne, das gibt's nicht, ey. 3-3. Die haben 3 Chancen. Wir haben 2 Chancen, machen 3 Tore. Muss er auch erstmal hinkriegen, aber das ist natürlich eine Enttäuschung, ey. 3-3. Das hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht erwartet. Hamburg gewinnt gegen Kiel. Das ist natürlich scheiße, ey. Wenn du hier mit dem Remis schon mal reinstartest. 4. Sind wir zwar mit 7 Punkten. Jetzt haben wir Wiesbaden, die sind letzter. Da werden wir hoffentlich jetzt irgendwie einen Sieg holen. So, was bietet uns denn CDL Dense?
Mario Seboron. Für Niederlechner. Ist der denn besser? Nein. Um Gottes Willen. Was erwarten diese Vereine? Die geben mir einfach einen schlechteren Spieler und denken dann einfach, ich gebe denen einen besseren. Und ein bisschen Kohle. Ich weiß gar nicht, wer da bei denen im Vorstand ist. Irgendwie hat er das noch nicht so richtig verstanden. Jetzt haben wir Winkler hier noch. Das muss ich aber auch ablehnen. Den muss ich erstmal behalten. Der wird ja ab und zu nochmal spielen. Aber das gegen Elversberg, das waren schon so verlorene Punkte. Aber vielleicht holen wir ja jetzt gegen Wiesbaden auswärts. Vielleicht klappt es ja auswärts besser. Sefuig auch wieder im Tausch mit Stuart Dallas. Ah, der ist aber schon 32. Nee. So Leute brauche ich nicht. Ich brauche junge, dynamische, frische Leute. Und jetzt gehen wir rein ins nächste Spiel gegen Wiesbaden. Die sind mit meiner Lieblingsformation unterwegs. Die spielen Dreierkette, respektive dann Fünferkette wahrscheinlich in der Defensive. Vielleicht spielt uns das ja so ein bisschen in die Karte. Guck mal, da ist so viel Platz. Komm, schieß, Uedraogo. Ja, wollte ich gerade sagen, schieß doch mal einen. Und das ist wieder Sforza. Das ist ein geiler Typ, ey. Der hat jetzt schon 3 Tore gemacht. Der hat gegen Elversberg doppelt getroffen, jetzt gegen Wiesbaden so früh. Und schon gleich umgestellt. Bleiben die bei der Dreierkette? Die bleiben erstmal bei der Dreierkette. Das ist doch mal ein Saisonstart, ein Spielstart hier. Aber aufgepasst, unsere Defense, ja, ist da. Da könntest du glatt mithelfen, ey. Da sind so große Lücken, das ist Wahnsinn. Fröse. Was ist denn da los? Also langweilig wird's hier nicht, ey. Also in der Simulation, da fallen weitaus mehr Tore. Ich bin auch sicher, dass wir gegen Elversberg nicht 3 Dinger bekommen hätten. Aber irgendwie, weiß ich nicht, haben die das noch nicht so recht verstanden. Jetzt vielleicht, ja, außen, ja, jetzt komm, schieß. Oh, gibt's doch gar nicht. Lützka im Tor. Also sieht ja gut aus. Guck mal, wir machen vorne Druck. Es ist überall zugestellt. Aber dann doch irgendwie auch nicht, ja. Kempf ist da. Okay, es wird dann zu Viererkette irgendwie, oder? Ja, Uedraogo. Schade, wollte er nicht reinschießen. War auch gar nicht Uedraogo, war Nusa. Oh, Ballverlust, ey. Das wird auch wieder so ein Krampfspiel wie gegen Elversberg. Also aus geplanten 9 ist bislang nur einer geworden. Es gibt's nicht, ey. Fröse. Warum müssen die immer doppelt treffen? Erst der Stock von Elversberg, jetzt der Fröse von Wiesbaden. Das ist ja wohl ein schlechter Scherz hier. Aber vielleicht gleich mit dem Ausgleich. Jetzt ist aber... Oh, Uedraogo. Natürlich macht er den nicht. Boah, das gibt's nicht. Also wir tun uns wirklich, wirklich schwer. Obwohl ich eigentlich auch diese Viererkette für richtig halte. Guck mal, Dreier-Formation hinten. Ne, nicht noch ein drittes Ding. Ey, was ist denn nun wieder Fröse? Ey, Jungs. Da ist irgendwas nicht richtig, ey. Da ist die Wettmafia. Irgendwie hat da einen am Stecken. Und die haben jetzt, glaube ich, umgestellt. Die spielen jetzt hinten mit 4 Mann. Boah, aber dass du so abgefertigt wirst von Wiesbaden. Also aus geplanten 9 Punkten sind jetzt gerade mal einer geworden. Und das werden wahrscheinlich auch nicht mehr. Die stehen, ja, jetzt mit Viererkette. Also die haben direkt umgestellt. Oder bleiben die so dabei? Ich weiß nicht. Tabakovic, ja, wollt nicht. Schade. Ah, Freischuss, Buchalakis, eingreifen. Ah, nee, nicht aus der Situation. Nee, komm. Und das sollen die auch irgendwie mal alleine hinkriegen. Ja, natürlich direkt auf den Kopf. Beziehungsweise direkt in die Arme von Uedraogo. Ja, das ist bitter, wenn du das so siehst. Liegt vielleicht auch am Keeper. Also ich meine, Tjag Ernst, ey, ist doch jetzt nicht unbedingt der beste Keeper. Ist nicht so ein starker Rückhalt. Von daher will ich ja auch gerne, dass da nochmal irgendein anderer geholt wird oder irgendein besseres Torhüter-Talent. Jetzt, Nusa, na, schieß. Was macht er denn da? Die wollen den Ball ins Tor reintragen. Schieß doch einfach mal wie Fröse. Fröse schießt einfach drauf, der trifft 3-mal. Das ist ja wohl die Höhe hier. So, jetzt kommt Tabakovic, wäre wichtig, ja. Oh, Uedraogo. Mann, 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 der vergibt so viele Chancen, das geht nicht. Aber geil, Saison ist lang. Fröse trifft da? Nein. War auch nicht Fröse, sonst wäre er reingegangen. Wir müssen auf die 30 gucken. Komm, wir haben jetzt noch eine Viertelstunde. Ey, passiert da noch irgendwas vielleicht? Ja, Tabakovic schießt. Ne, Uedraogo will auch nicht. Wird Zeit, dass wir gegen Karlsruhe vielleicht mal ein bisschen wechseln. Boah, jetzt gibt es gleich das 3. Tor. Das 4. meine ich. Das schaffen wir nicht. Unfassbar. Wir führen so früh in der Partie, fängt so gut an. Und dann drückt uns der Fröse einfach mal 3 Dinger rein. Und vorne kriegen wir einfach keinen mehr rein. Also, es wird eine Niederlage gegen Wiesbaden. Schade. Ich wollte eigentlich 9 Punkte holen. Und dabei hole ich jetzt maximal 4. Schade, der dreifache Fröse. Das gibt's nicht. Ey, 7 Chancen. Die machen aus 2 Chancen wieder 3 Tore. Heute sind wir dann eher an unserer Chancenverwertung gescheitert. Guck mal, Elversberg und Karlsruhe
unser vorheriger Gegner und der jetzige Gegner. Ich befürchte ja, dass das auch wieder schlimm endet. Aber es ist ja eine Fanfreundschaft, ne? Karlsruhe und Hertha, die haben eine Fanfreundschaft. Leihangebot für Clemens, ja, vom HSV, genau. Na, obwohl wir könnten das... Nee, Angebot ablehnen. Das kann ich nicht machen, nicht zum direkten Liga-Konkurrenten. Da wäre ich ja schön blöd. Aber ich kriege für Buchalakis leider nichts rein. Wir haben auch nur... Wo sind denn hier die Finanzen? 8 Millionen, ey. Da muss ich nochmal gucken, ob ich mir da irgendwie mal einen gescheiten Torhüter noch hole. Obwohl Transferperiode ist ja vorbei, ne? Oder? Ah, nee, läuft jetzt am 31. Oh, das ist natürlich scheiße, ey. Wenn ich jetzt mir noch einen spontanen Torhüter holen müsste. Ah, ich glaube, ich gucke aber trotzdem nochmal, weil Tjag Ernst, ey. Oder wir machen... Moment, wir machen Folgendes. Wir machen jetzt mal einen anderen Stammkeeper rein. Wir machen jetzt mal Gersbeck rein. Der hat ja schon öfter mal rumgemeckert. Er möchte öfter spielen und mit ihm hätten sie gewonnen. Jetzt kann er sich mal beweisen. Ich überspringe jetzt einfach mal den Deadline Day. Dann müssen wir halt im Winter nochmal gucken, ob wir uns da nochmal einen besseren holen. Da haben wir leider ein bisschen geschlafen. Aber gut, dann gehen wir jetzt rein. Aber da werde ich ein bisschen was umstellen. Da werde ich ein bisschen die Mannschaft verändern. Die spielen 4-4-2, Kick and Rush. Vorne Matanovic, Stindl, Schleusener. Auch nicht so eine schlechte Truppe, ne? Eieiei. So, jetzt wechseln wir mal hier ein bisschen um. Wir wechseln hier da rein. Da kommt mal Duziak rein und da kommt mal Hussein rein. Vielleicht liegt es auch einfach daran. Vielleicht habe ich das am Anfang mit diesen jungen Leuten ein bisschen zu sehr auf die leichte Schulter genommen. Habe gedacht, ach ja, wird schon, aber wird bislang leider doch nicht. So, mal gucken, wie wir uns so gegen eine enge Formation machen. Im Duell der Fanfreundschaft hier, Karlsruhe und Hertha. Wieder ein frühes Tor. Oh, Dreves im Tor. Jürgen Dreves im Tor. Ne, der ist wahrscheinlich gar nicht Jürgen. Ja, ich will nicht hier so easy peasy wie die überspielt werden. Mal gucken, wie sich die Neuen hier machen. Mal gucken, Gersbeck, ja. Direkt mal einen Ball gehalten. Ob das irgendwie was ausmacht, keine Ahnung. Kann ja sein, dass wenn ein anderer Torhüter hinten drin steht, von der Gesamtstärke her, dass dann auch die ganze Mannschaft ein bisschen stärker spielt. Ja, Tabakovic. Geht doch. Aber ein frühes Tor hat nichts zu heißen. Hat man gegen Wiesbaden gesehen, hat man gegen Elversberg gesehen. Von daher bin ich sehr, sehr vorsichtig, was das jetzt betrifft. Ein Glück haben wir die nächsten 3 Spiele wieder live. Dann habe ich wieder ein bisschen die Zügel hier in der Hand. Das kann ja hier so nicht weitergehen. Ja, Pass in die Mitte wäre da gewesen, Möglichkeit. Aber er macht es einfach nicht. Einfach außen, zack, rein. Ich brauche auch so eine Magnettafel hier. Achtung, Ausgleich wahrscheinlich. Ja, natürlich, Stindl. Aber das geht auch so easy. Die kombinieren sich außen durch, legen zurück. Unsere Verteidigung ist echt Müll. Bislang. Also, in den Spielen, die jetzt hier simuliert sind. 3 Gegentore gegen Wiesbaden, 3 gegen Elversberg. Und jetzt schon wieder 1 gegen Karlsruhe. Ah, kriegen wir es auch irgendwie hin? Ne, wir kriegen es jetzt irgendwie noch nicht hin. Aber, ja, jetzt vielleicht. Ne. Oder jetzt, na, schieß irgendeiner, Tabakovic. Will keiner. Unsere Verteidiger können auch ruhig mal schießen. Ich habe so das Gefühl, dass die Simulation nicht so die beste Freundschaft ist, die ich hier eingehe, dass ich vielleicht in den Live-Spielen ein bisschen mehr hole als dann hier. Warum auch immer. Ich verstehe das gar nicht. Haben wir auch wieder 1-1, 4 Schüsse, die haben wieder einen Schuss. Also unsere Gegner, die sind wirklich sehr, ja, gut in der Chancenverwertung. Also die machen aus wenig viel, wir machen aus viel leider gar nichts. 0 Chancen, ich verstehe das gar nicht. Wir haben 4 Schüsse und nur ein Tor. Man sieht das wahrscheinlich gleich in Rückstand. Achtung, ja, Verteidigung steht. Aha. Strategie ändern? Ich könnte auch, zum Beispiel sagen auf Offensiv. Ah ja, siehst du? Muss man ja auch mal drauf kommen, ne? Was ist hier Taktikansicht? Oh, das geht auch. Aber wir machen wieder Menü ausblenden, oder? Zuschaueransicht, Menü ausblenden. Was haben wir denn hier? Oh, Bankansicht, Menü ausblenden. Achso, geht gar nicht. Aber ich sehe das 2-1, hä? Ich will wieder zurück hier. Warte mal. Wie komme ich denn hier zurück? Hier, zur Simulation. Ja, da wollte ich zurück. Aber auch interessant, okay. Dieser neue Trainermodus, große Chance. Das ist ja neu dazugekommen, dass man jetzt von der Seitenlinie, aber abseits, schade, schauen kann. Ist auch eine schöne Spielerei, aber für mich jetzt persönlich irgendwie nichts, was mich vom Stuhl haut. Also für mich jetzt persönlich. Und mich haut auch das Ergebnis hier nicht vom Hocker. Aus geplanten 9 Punkten sind bislang 2 geworden. Kommen wenigstens 4. Ja, Tabakovic, nee. Die wollen alle kein zweites Tor schießen, ey. Warum nicht?
Man, gegen Elversberg habt ihr 3 Stück gemacht. Das ist wie verhext. Da müssen wir halt gegen Hamburg und Schalke gewinnen. Dann ist halt der Druck da. Da, auf jeden Fall. Das gibt sich, ey, Matanovic. Wie einfach können die sich da durchkombinieren? Das ist wirklich krass. Oder? Wir schaffen es auf der einen Seite nicht. Und die müssen einfach nur den Ball zurückspielen. Die können außen langlaufen, unsere Verteidiger schlafen irgendwie. Oh, das wird eine ganz, ganz harte und schwere Saison. Ah, wir treffen einfach vorne nicht. Wir haben ja die Chancen, das ist es ja. Aber die Keeper, die sind auf einmal neuer Prime. Wenn die dann gegen uns spielen. Jetzt kriegen wir noch ein 3-1. Dann haben wir nur einen Punkt geholt. Guck mal, das meine ich, wie easy die sich da durchkombinieren können. Und das reicht auch nicht. Wir werden auch das Spiel verlieren. Ey, krass. Also, aus geplanten 9 Punkten ist dann gerade mal einer geworden. Und komm, noch ein Gegentor. Ey, aber auch so. 9 Schüsse auch wieder. Also es ist ja nicht so, dass wir die schlechtere Mannschaft sind. Wir verlieren halt einfach immer. Braunschweig 0:4 gegen Kiel. Was ist denn da los? Also das wird wahrscheinlich gegen Braunschweig und gegen die anderen Konsorten dann auch so sein. Und Hamburg ist sogar Erster. Na, bravo. Jetzt haben wir erstmal Länderspielpause. Wir haben noch ein monatliches Scouting-Update. Da gucken wir dann nochmal rein. Aber das war schon ein bisschen, ja, irgendwie ernüchternd. Also ich habe schon gedacht, dass wir so 6 Punkte mindestens holen. Jetzt stehen wir unten erstmal mit dabei. Aber nach oben ist auch gar nicht so weit weg. Wenn wir jetzt die nächsten Spiele gewinnen, haben wir 13 Punkte. Aber Hamburg muss auch erstmal schlagen. Ey, die haben aber schon einmal verloren. Okay. Und die Saison ist noch lang. Ja, das ist wieder ein bisschen zu viel, ja, Macherei und zu viel Aufregung umsonst. Gucken wir mal, ob hier vielleicht irgendeiner mit dabei ist. Raphael Fischer, Noam Dubois. Ach, den wollte ich nicht verpflichten, habe ich mich verdrückt. Nicolas Marschall. Der ist mir so aus Versehen reingerutscht. So, Ludovic Bertrand. Dann alles leider noch keine. Ah, Ludwig Pelletier, den können wir mal mitnehmen. Der hat einen Wert von 975.000. Den können wir mal mitnehmen. Den werde ich gleich mal beobachten. Aber den anderen Kollegen nicht. Den werde ich nicht behalten. Wahrscheinlich die Jugendakademie. Hier, Noah Dubois, den werde ich leider freigeben. Den können wir mal beobachten. Der ist auch erst 15. Der kann also auch noch nicht in unseren Kader rein. Tja, dann hoffe ich, dass wir gegen Hamburg auf jeden Fall ein besseres Spiel zeigen. Dann gegen Schalke und gegen Bremen, also die nächsten 3 Parts. Da könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Live-Spiele. Und dann machen wir einen ganzen Viererpack. Dann kommt Braunschweig, dann kommt Paderborn und dann bin ich gespannt, wo wir stehen. Also, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben für die Hertha. Daumen nach oben, dass es jetzt besser wird. Und vielleicht einen Kommentar. Schreibt gerne mal eure Meinung zu dem ganzen Investoren-Deal hier in die Kommentare. Oder was euch sonst so auf dem Herzen liegt. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.